This is an illustrated documentary series of the local and international travels of Dr. Jose Rizal from 1882 to 1896. Many of the landmarks and markers, photographs, and video clips shown in this series are the actual places mentioned in his travels diary and letters. Started in 2015, this 5-year documentary project is dedicated to the Filipino youths, patriots, and all non-Filipinos who propagate the teachings and ideals of the national hero. I highly recommend this documentary series to students and teachers as a companion reference in studying and teaching the life and travels of Dr. Jose Rizal. This series will bring everyone to where it happened, places where Dr. Rizal has visited, studied, and lived while working for reforms for his country. A 500-page coffee table book is bundled with these videos. Good luck and enjoy the series. Vaarwel aan Betenland. My name is Florentino Rodal. I teach at the Complutense University. Und in Deutschland hat er studiert und für die Reise ist er auch in der Schweiz gewesen. Rizal, wo der Dr. Jose Rizal war, um ihn dann quasi die Jugend der Philippinen wieder vorstellen, weil der Dr. Jose Rizal gilt als ihr Nationalheld. Also, ich bin Romy und unser Vater der hat im Steinbruch gearbeitet, solange wir uns eigentlich können erinnern. Ja. Mein Name ist Peter Walle. Auch mein Vater oder unser Vater und der Großvater haben im Steinbruch gearbeitet. Großvater mögen wir uns nicht mehr so erinnern, weil er schon dann eigentlich schon krank war und nicht mehr arbeiten konnte. So, these are sister and brother Romy, Walle, Ja. now Ja. Barilli. Ja.
and Peter Walle, whose father and grandfather worked in the quarry. They cannot really remember how the grandfather worked, because he's, at that time when they were kids, he was already old and a bit ill. Also ich habe jetzt mit ihm abgemacht, dass wir alle Zeit, ich hätte gedacht, das weiss ja niemand, wann wer gelebt hat, oder? Wenn sie einfach erzählen. Aber das tun wir nachher miteinander abmachen, sie können einfach frei reden und die Informationen tut er dann nachher einführen. So. Das ist unser Großvater, gelebt 1882 bis 1961. 60. 61. 61. Und das ist unser Vater mit dem Pickel, wie das heißt, Jahrgang 1910 bis 1990. Beide haben ungefähr 40 Jahre im Steinbruch, über 40 Jahre im Steinbruch gearbeitet. Unser Vater musste mit 14 Jahren bereits in den Steinbruch gehen, wobei er zuerst zwischen Göschenen und Andermatt in der Schöllene gearbeitet hat. Der Großvater und der Vater kamen, die Familie kam mit, das war 1917 oder 18, von Göschenen nach Wassen. Unser Vater ist im Tessin in Faido geboren, wie seine Mutter auch, 1883. Both their grandfather, who lived from 1882 to 1961, and their father, who lived from 1910 to 1990, all together worked 40 years in the quarry. His father had to go to the quarry when he was 14 years old, and he was working in between Göschenen and Wassen because he had to work in the great ravine, the Schöllenen Schlucht. The father was born in Faido, which belongs to the Canton of Tessin. Ja, 1983 sehe ich, nicht 82. Ja. Ist der Großvater geboren. 1883? Ja. Okay. Ich habe ja das Foto, also die Fotos wären dann im Steinbruch oben, oder? Die sind Okay, der Bruder von meinem Vater, der hat gelebt 1919 bis 2003, hat auch im Steinbruch kurze Zeit gearbeitet. Er hat einer von den letzten, die eigentlich eine Lehre gemacht haben, ungefähr ein Jahr. Und dann ging er aber wieder weg vom Steinbruch. So there was another brother of his father's, Hans Walle, who worked in the Steinbruch, in the quarry as well, but only a short time. He was amongst the latest people, the last people who started an apprenticeship in the quarry. Ich habe gefragt, ob es nicht gescheit wäre, wenn wir würde ich sagen, was das für ein Gefühl war im Steinbruch. Vielleicht hat ja der Vater und der Großvater davon erzählt. Weil die Leute können sich das heute nicht mehr vorstellen. Und dann lange es ja nicht, wenn man fragt, wie sie sich gefühlt haben wegen dem Monument. Oder? Die haben ja nicht gewusst von dem. Nicht mehr, ist anzunehmen, Das ist oder? ja längst vor ihrer Zeit. Ja. Nein, nicht ganz. Eben darum habe ich gefragt, wann das Monument gemacht Der Großvater war wurde. noch nicht da, gewesen, wo das gebaut wurde. Die sind noch nicht da gewesen, Das stimmt oder? nicht. Der Großvater ist noch nicht Wenn da es gewesen. 1915 gebaut worden ist, hast du noch... Das ist am 12. das so stimmt, eingeweiht ja. worden. Ja, nein, haben Sie Oder recht. 5 Ja. bis 7. Ja, stimmt, er ist ja geboren, Ja, 18... und er ist 83. erst später auf Wasser. Und erst Ja, 1907. nein, aber er hat mir ja 1917. gerade vorher gesagt, 1910 sagt Der er schon. Vater geboren, der Vater. Der Großvater, ich rede vom Grossvater, Großvater, ja. 18 der ist schon Aber im auf Wasser Steinbruch gekommen sind sie gewesen. erst 1917. First I asked him what it was like, what they told him about working in the quarry. Er hatte Zeit für uns mit Spielen und ja und so weiter. At the same time, this was a beautiful time for the children because the father could stay at home during winter and play with them and give them his attention.
war das für ihn eine strenge Arbeit, aber er hat eigentlich immer gerne gearbeitet. Er hat nie gesagt, dass es ihm nicht passt oder so, aber ganz klar streng war es. Und Freude hat er natürlich auch, wenn er einen schönen Stein machen konnte, auch zum Beispiel für die Eisenbahnbrücken in Wassen. Die wurden zu unserer Jugendzeit erneuert von den Stahlbrücken zu Steinbrücken. Und dann musste er oft irgendwie solche Steine nachbessern. Und das hat ihm schon Freude gemacht. Das hat er immer davon erzählt. Ich mag mich erinnern, als Kind, als er auch teilweise im Winter, zur kalteren Jahreszeit, irgendetwas arbeiten konnte, hatte er dann Händen Gummi, dass er die Haut schützt. Und doch trotzdem gab es bei den Fingern etliche Beschädigungen, Risse, und die waren sehr schmerzhaft. Manchmal hat er 4, 5 solche, und dann am Abend zu Hause hat er dann diese gepflegt. His father thought it was very hard work, but he did the work. He liked to work at the same time, and sometimes he would enjoy seeing or working with a good stone, with good quality stone, because during his time they renewed the railway bridges up there. They changed from iron bridges to stone bridges, so he would enjoy working on interesting stones. At the same time, they had to work in winter then as well, and although he covered his hands or protected his hands with rubber gloves, he would have cuts. It was such hard work. He would have cuts. So the children would see how, when he came at home at night, how he would take care of the cuts in his hands. Also jetzt möchte ich gerne von Ihnen wissen, wie das für Sie ist, dass jetzt das Monument in Manila so wahnsinnige Bedeutung hat und Sie wissen, das kommt aus dem Steinbruch, wo Ihr Vater und Großvater geschafft haben, und er hat gesagt, das sind also Millionen von Philippinen, die dort zu dem Monument pilgern. Und das gibt ja eigentlich fast... Was ist Ihr Gefühl für das? Also unser Vater hat uns oft gesagt, wenn ihr mal in die Philippinen geht, geht nach Manila und schaut euch das Denkmal an mit den Steinen, die von Wassen sind. Das hat er uns oft gesagt. Ja, das ist so. Er hat das von diesem Denkmal irgendwie, obwohl er eigentlich nicht gearbeitet hat, war er eigentlich eine Art fast stolz, dass er mit dem Steinbruch arbeiten durfte, und also immer wieder gesagt, dieses Denkmal, und wir haben ja auch Fotos, wo das aufgestellt wurde bei der Station Wassen, dieses Denkmal zum Schauen, ob die Proportionen stimmen, das hat er immer wieder erwähnt. So, the daughter of Pietra Valle says that whenever her father talked about going around and about in the world or travel, he told his children to go to Manila and see the monument, which is made from the stones from the quarry where he worked in Wassen. He always said that. And her brother says that their father was actually proud that these stones went to Manila and were put in the monument. Although he had not been working on the monument himself, but still he would show them photographs when the monument was placed upright at the station of Wassen, where they checked the proportions, where they tried to work out whether everything was all right. So the pride came down to the children of the people who worked in the quarry at that time.
dahinter. Und Das ist schon so. das Ja. hat er wieder gesagt, dass nochmal Oder das, aktualisiert wird. Und Ja. wir jetzt unseren Kindern wieder sagen, es ist jemand da, der von dem redet. Ja. This photo was Es geht auf taken. Generationen. Wird es weitererzählt? How old is this Es ist photo? einfach so ein Nachsatz. It must have been taken before 1912 because it was sent at that time. So you could probably buy a normal card to send around, and it was sent from Wassen. There's the stamp of Wassen here. September 1912. No. So the monument must have been definitely before that time. Can I add something? Sie heißt Peter, oder? Peter, ja. Also, Peter Waller's wife adds that there is a pride in the family about this monument because now that you come here and ask again, they can tell their children that there is a connection to the Philippines, to Manila. So it's the third generation talking about the monument having been built in Wassen, in the place where their ancestors had been working. Oder? Was würden Sie den jungen Philippinen eigentlich über das Monument sagen, was das Greifbare daran ist? Weil sie sind so, wie sagt man, distanziert. Sie sind alle nur noch so, oder? Aber für Sie bedeutet das etwas und das bedeutet ja eigentlich national etwas. Was würden Sie über das Monument und die Steine zu jungen Philippinen sagen jetzt? Dass es sehr viel Arbeit daran war und dass sie es mit Freude gemacht haben und dass sie stolz sind, dass sie einem solchen Land dieses Monument erarbeiten durften. Ja. She would like to tell the young people from the Philippines that a lot of work is behind such a monument, which people enjoyed in a way. They did it joyfully, and they are very proud to have been able to work for such a monument for a foreign country so far away who would attach such importance to it. There's a lot of pride in it. Ich glaube auch die Person selber, Rizal, hat unser Vater eigentlich beeindruckt als Held der Philippinen. Das kann man den jungen Philippinen auch sagen. Even the person of Dr. Rizal, even his history was something that his father, who worked in the quarry, was proud of. He thought he was very impressed by the person of Dr. Rizal, and I think young Filipinos should know that someone who worked in a quarry and was part of this entire history is proud of their national hero. Wir können ja alles nur schauen. Und es ist vielleicht gut, wenn die Geschichte wieder vom Leben vom Rizal plus was es alles an Arbeit dahinter war. Aber das müssen sie später sehr wahrscheinlich erarbeiten. Momentan sind sie ja nur auf Schauen. Maybe there's another positive aspect about dealing with this history, because young people are so much into visual stuff, they only watch things. But if you tell them the story of Rizal and what was behind it, and when they can feel that it's a lot of work as well, maybe they get closer to all of it, because now they're into visual stuff, but later they will have to work on a deeper understanding of things. Für uns ist es natürlich eine große Ehre, dass jetzt die Büste
von Rizal im Steinbruch ist. Und auch dort hat es noch Instrumente, die unser Vater benutzt hat im Museum. Das ist für uns eine große Freude. As a member of the family, it is an honor for the sister and brother Valle that the bust of Dr. Rizal is now in the quarry Antonini in Wassen, side by side with tools and machinery which their own father had been using. So they are proud that the statue is there, and it's an honor to them. Would they be willing to go visit Manila? Also wenn Sie noch mit der gehen filmen, der Kosten dort. Gut, können Sie mir nachher nochmal sagen, würden Sie gerne Manila besuchen? Ja, das ist ein bisschen spät. Ja. Ja. Das ist ein bisschen schwierig. Es ist ein wenig spät, glaube ich. Das wird, ja. Too late. Gell? Too late für... Das ist schon so. Ja, das wäre Ihr vielleicht gewissen schon, Umständen, aber ja, für mit mich Begleitung und Ja. der Vorbereitung könnte man es jetzt ihr sehr wahrscheinlich könnte man das noch, aber wir müssten nächstens. Ja. They say, unfortunately, it's a bit late in their lives, but with good preparations and with a good accompaniment, it would be possible if you do it rather soon. They would love to do it, but yeah, it's a bit late, they said.